DJ kann jeder. Ja, jeder kann heutzutage für sich selber schon wie ein echter DJ Musik auflegen. So wie jeder auch mittlerweile mit seinem Smartphone relativ gute Fotos machen kann. Allein in den letzten Jahren sind bei uns in der DJ-Branche viele revolutionäre Dinge mit dazugekommen, die wir bisher alle nur einzeln betrachtet haben. Aber wenn man sie sich alle mal gesamt zusammenführt, dann merkt man, da ist einiges passiert. Und die 5 besten, die möchte ich dir in diesem Video einmal präsentieren. Los geht's! Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Es war noch nie so leicht wie heutzutage als DJ zu starten und anzufangen, seine eigenen Lieder zu mixen. Sei es für sich selber zu Hause, für seine Freunde auf den einzelnen Partys oder vielleicht sogar beruflich auf den Feiern draußen auf dieser Welt bis hin zu den großen Bühnen, die diese Welt zu bieten hat. DJ kann heute jeder. Zumindest ist der Einstieg relativ leicht geworden. Denn diese ganzen großen Hürden, die es für uns DJs in den letzten Jahren immer gab, die sind immer geringer geworden durch fortschrittliche Technik. Und 5 davon, die lernst du jetzt einmal kennen. Die erste große Hürde, die es immer gab, ist das Mixing selber. Ja, früher war Mixing wirklich noch eine richtige Kunst, weil es auch viel schwerer war. Früher hat man doch mit Turntables, mit Vinyls und Schallplatten aufgelegt und musste sie wirklich selber synchronisieren, also das sogenannte Beatmatchen. Man hatte auch keine BPM-Anzeige und wusste, wie schnell der Song läuft. Man musste ein Gefühl dafür entwickeln. Dann kam irgendwann eine BPM-Anzeige und sogar der sogenannte Sync-Button, der die Lieder mittlerweile miteinander synchronisiert. Aber heute ist das noch viel einfacher. In den neuesten Pioneer-Controllern ist zum Beispiel ein sogenannter Smart Fader mit drin, der die Lieder nicht nur miteinander synchronisiert, sondern wenn du den Crossfader rüberziehst, dann synchronisiert er die Lieder. Er passt gleichzeitig die Lautstärke an und blendet die Lieder sogar noch nahtlos ineinander über. Also all das nur mit einer einzigen Taste, das was der DJ früher noch manuell machen musste. Die zweite große Hürde. Früher war das DJing verdammt teuer. Und das nicht nur wegen dem Equipment, was man kaufen musste, sondern vor allem wegen der Musik. Ja, man musste jeden Titel noch einzeln kaufen, was wirklich über die Jahre richtig teuer geworden ist. Also, wenn ich mir meine Musiksammlung angucke, dann weiß ich, da hätte ich mir auch ein schönes Auto von kaufen können. Aber wir lieben halt auch Musik. Deswegen sind wir ja DJs geworden. Aber das ist heute auch nicht mehr nötig, zumindest nicht mehr zwingend nötig, denn heute gibt es Streaming-Anbieter, die Musik direkt in deine DJ-Software integrieren. Beatport, Beatsource, Soundcloud, Tidal oder mittlerweile sogar Amazon Music Unlimited und noch viele mehr, die mit drin sind. Damit hast du Zugriff auf Millionen von Songs, die du direkt einfach live streamen kannst. Und ja, ich höre jetzt bestimmt den einen oder anderen sagt dir, nein, das geht doch nicht, weil bei uns in Deutschland ist das Internet doch so mies. Ja, dein Internet ist mies. Auf der ganzen Welt ist das Internet größtenteils ziemlich gut. Bei uns in Deutschland ist die gesamte Abdeckung noch nicht so gut. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, die du wahrscheinlich einfach nur noch nicht nutzt. Aber die habe ich detailliert in meinem letzten Livestream hier auf diesem Kanal schon mal erklärt und wirklich detailliert vorgestellt. Hürde Nummer 3, gute Remixe zu bekommen von den einzelnen Liedern. Aber auch das ist keine Hürde mehr. Einerseits haben wir DJs ja Zugriff auf viele verschiedene Promo-Pools, wo es sehr geile Remixe, Edits und Mashups gibt. Aber die Technik ist schon noch viel revolutionärer geworden. So kannst du dir unter anderem zum Beispiel in der DJ-Software virtuell DJ unten rechts einen Remix-Block mit anzeigen, der, wenn du einen normalen Song auswählst, egal ob du ihn selber besitzt oder in einem Streaming-Anbieter mit drin ist, dann zeigt dir der dort alle verfügbaren Remixe an, auf die du jetzt sofort sogar Zugriff hast. Egal ob das Extended-Versionen sind, Club-Mixe oder coole Remixe, du kannst sie jetzt sofort benutzen und du musst sie nicht noch einmal selber besitzen.
Hürde Nummer 4. Professionelles Mixing oder auch Remixe selber gestalten. Live on the fly auf einer Feier. Auch das ist keine Hürde mehr. Früher hat man dafür Stem-Dateien von einzelnen Liedern genutzt. Aber die Stem-Funktion ist mittlerweile in so gut wie jeder DJ-Software angekommen. Bei der einen funktioniert sie besser, bei der anderen vielleicht noch nicht so gut. Aber dort hast du die Möglichkeit, Vocals aus den Liedern rauszutrennen und sie in andere Lieder mit reinzumixen. Oder auch zum Beispiel Instrumente oder die Kick-Bassline einfach mit rauszufiltern und so 2 oder mehr Lieder miteinander zu kombinieren mit den einzelnen Stems. Das heißt, deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Du kannst deine eigenen Remixe von jedem Lied live kreieren. Hürde Nummer 5. Immer zu wissen, welchen Song man idealerweise als nächstes spielen sollte. Ja, da gehört einiges an Kreativität und vor allem auch Musikerfahrung, Menschenerfahrung und Partyerfahrung dazu, um zu wissen, welcher Song würde jetzt am meisten Sinn machen. Aber auch hier ist die Technik schon sehr, sehr fortschrittlich geworden. Alleine in Virtual DJ kannst du dir unten rechts eine Liste anzeigen lassen mit Empfehlungen, welchen Song du zu dem, den du jetzt schon im Player drin liegen hast, als nächstes spielen könntest. Und diese Empfehlungen sind gar nicht mal so schlecht. Also für die eigenen Partys, die du vielleicht selber veranstaltest oder wenn du für Freude auflegst, ist das schon mal richtig cool. Oder zumindest ist es auch eine Inspirationshilfe, wenn du einfach gerade mal nicht weißt, welchen Song du als nächstes spielen könntest. Yes, liebe Freunde, das waren 5 der Möglichkeiten, die du heute schon als DJ nutzen kannst. Und das sind Dinge, die sind alleine nur in den letzten Jahren mit dazu gekommen. Überleg doch mal, was uns in den nächsten Jahren noch alles erwarten wird und was uns das DJing noch mehr vereinfachen wird. Und wenn ich dich dabei unterstützen kann, dann schau mal auf meiner Webseite in meinen DJ-Kursen vorbei, denn dort kriegst du viele tolle Anleitungen rund um das DJing. Ja, da gibt es sogar einen kompletten DJ-Einsteigerkurs, aktuell noch kostenlos zum Download. Da kriegst du alles erklärt, wie du in wenigen Minuten als DJ starten kannst. Ich verlinke ihn dir mal unter dieses Video mit drunter. Und wenn du Bock hast auf mehr DJ-Tipps und News, dann empfehle ich dir, diesen Kanal hier zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video schon wieder. Vielen Dank fürs Einschalten, mach's gut, ciao, ciao, der Mike.